Wie gewöhnlich kommt der Reisexpress am Donnerstag oder Freitag. 2 bis 2,5 Tonnen Reis sind das jedes Mal. Und das auf den LKW zu verladen, zu transportieren und dann vor Ort abzuladen, an den Platz der Bestimmung zu tragen und dort ordnungsgemäß zu stapeln, ist echte Knochenarbeit. Und das den ganzen Tag lang, an 6 Tagen die Woche, manchmal auch 7 Tage lang. Ich habe heute mal die Reissklaven interviewt. Sie bekommen immer, wenn sie uns beliefern, freie Getränke, Essen und ein Trinkgeld. Aber ich wollte ein wenig mehr über sie wissen. Also haben wir uns nach der Schlepperei zusammengesetzt und ein wenig geplaudert. Die Jungs waren heute zu dritt. Neben dem Fahrer sind auch immer 1 oder 2 Sklaven zum Schleppen der 40 Kilo Säcke dabei. Frage: Wann fangt ihr morgens an zu arbeiten und wann habt ihr Feierabend? Antwort: Um 8 Uhr ist Arbeitsbeginn und um 5:30 ist Feierabend. Frage: Wie seid ihr angestellt und was bekommt ihr bezahlt? Antwort der Sackschlepper: Wir sind Tagelöhner und bekommen 400 Baht pro Tag, das sind umgerechnet 11 bis 12 Euro. An Tagen, wo keine Arbeit ist, gibt es nichts. Antwort des Fahrers: Ich bin fest angestellt und bekomme alle 2 Wochen Lohn ausbezahlt. Das sind pro Tag umgerechnet 500 Baht, circa 13 bis 14 Euro. Frage an den Fahrer: Warum bekommst du mehr als die anderen? Antwort: Weil ich fest angestellt bin, den LKW fahre und zusätzlich auch Säcke schleppe. Das leuchtet ein. Und die Entlohnung ist ja auch wirklich irre für nur 9 Stunden Schwerstarbeit. Ironie off. Frage: Tun euch nach so einem Tag nicht alle Knochen weh? Antwort: Wir sind am Abend platt und können kaum noch kriechen. Aber wir sind froh, dass wir den Job haben. Das ist im Moment nicht selbstverständlich. Und wir sind froh, dass wir Sonntagnacht nicht vor eurer Tür sitzen müssen, um auf eine Gabe zu warten. Na denn, Jungs, macht's gut und bis nächste Woche. Da haben es die Jungs vom Eierlieferanten schon viel besser. Die müssen zwar auch arbeiten, aber bei weitem nicht so schwer wie die Sklaven vom Reisexpress. Jedenfalls ist das Rohmaterial für das Wochenende gesichert. Und Samstag früh am Morgen sitzen Prinzessin Tangma und Rambo Palit auf den Reisvorräten und warten, dass die Crews zum Abfüllen antreten. Die erscheinen auch pünktlich und machen sich dann mit den Kindern ans Werk, um die Rationen für den Sonntag fertigzustellen.
Am Sonntagmorgen geht's dann wieder pünktlich zur Sache. Ein Großteil der Hungrigen sitzt schon seit 3 Uhr nachts auf der Straße vor dem Registrierungstisch und wartet. Bürokraten, Ordner und die Kinder sind parat und als der Bär das Startsignal gibt, geht es los. Für die Kinder gibt's heute eine Überraschung. Die lieben Nachbarn, die hin und wieder Trinkwasser an die Wartenden verteilen, haben heute einen Korb voller Süßigkeiten spendiert. Deshalb bekommen die Kinder mehr als sonst und freuen sich ob der Überraschung. Während vor dem Hinterhof fleißig registriert wird, ziehen Tangma und Palit mit Prop und ihrem Gefolge los, um die Kinder zu beglücken. Bei den Erwachsenen läuft alles nach Plan. Es wird fleißig registriert, Nummern werden in Empfang genommen und die Registrierten werden am Unterarm gestempelt, um Wiederholungstäter zu vermeiden. Auch an der Hauptstraße geht alles seinen Gang. Im Lokal ist alles fertig gestapelt und die Essensempfänger warten darauf, dass die Ausgabe beginnt. Nach fast einem Jahr Praktikum ist die Versorgung von 2.000 bis 2.500 hungrigen Mitbürgern für die Corona-Gang kein großes Problem mehr. Schmerzhaft ist eher die immer wieder gestellte Frage, ob man am nächsten Sonntag wiederkommen darf. Aber auch das ist inzwischen Routine und wir hoffen mit den Hungrigen. Alsdann, Coroneros, genug geklagt, ran an die Arbeit.
Tangma fällt beim Reisbeuteltransport hin und stößt sich den Kopf. Es ist aber nichts Ernstes. Nach ein paar tröstenden Worten ist sie wieder dabei. Und Rambo Palit hat sich nach dem Reistransport die Erlaubnis erschlichen, bei der Aya-Ausgabe mitmachen zu dürfen. Aber erst nachdem er große Vorsicht gelobt hatte. Denn hin und wieder behandelt er die Eier roh, aber nicht wie rohe Eier. Wie jeden Sonntag endet die Schlange der Bedürftigen irgendwann. Die Nichtmobilen werden versorgt und die Coroneros gehen zur verdienten Ruhe über. Die Großmutter mit dem behinderten Enkel bringt ihre Dankbarkeit für die wöchentliche Versorgung zum Ausdruck, indem sie dem Dino eine Papaya aus ihrem Gärtchen schenkt. Der freut sich sehr über diese Geste. So, wieder ein Sonntag erfolgreich geschafft und wieder haben viele Bedürftige wenigstens die Grundversorgung für eine Woche gesichert. Große Sorgen macht uns der Dialysepatient, der aus Geldmangel für den Transport zum Krankenhaus oft seine Dialyse versäumt hatte. Das Problem haben wir aus dem Weg geräumt, aber der liegt jetzt auf der Intensivstation und seine Familie fürchtet, dass er da nicht mehr lebend rauskommt. Rob ist schon dabei, sich darum zu kümmern. Euch allen wünscht eure Gang eine gute Woche und hoffentlich auch gute Neuigkeiten aus Politik und Gesundheitswesen.